Lehrer, ich möchte bitte mit Ihnen sprechen. Dies ist sehr wichtig. Können wir reden? Guten Morgen, Kevin. Natürlich. Sag mir. Was ist passiert? Nun ja, ich konnte meine Hausaufgaben nicht machen, weil ich keine Zeit hatte, das Buch zu lesen. Es tut mir leid. Hatten Sie keine Zeit, die Hausaufgaben zu machen, oder wollten Sie sie nicht machen? Nun ja, tatsächlich. Ich habe das Buch gelesen, konnte aber nichts verstehen. Es ist schwierig. Ich verstehe. Aber Sie müssen es tun. Denken Sie daran, dass auch Lesefähigkeiten sehr wichtig sind. Ja, wahrscheinlich. Aber ich kann es nicht tun. Ich lese nicht gern und wenn ich es versuche, verstehe ich es nicht. Könnten Sie mir helfen, Lehrer? Wie kann ich auf Deutsch lesen? Wie kann ich verstehen, wenn ich lese? Mach dir keine Sorge. Ich werde dir dabei helfen. Ich verrate Ihnen, wie Sie Ihre Lesekompetenz verbessern können. Ernsthaft? Vielen Dank, Lehrer. Ich verspreche, dass ich dir zuhören werde. Das Leseverständnis bzw. die Fähigkeit, das Gelesene zu verstehen, ist eine Schlüsselkompetenz, die trainiert werden sollte. Warum? Um sicherzustellen, dass Sie die Wörter auf den Seiten verstehen, wenn Sie ein deutsches Buch lesen. Während mehr Lesen eine Möglichkeit ist, an Ihrem Verständnis zu arbeiten, gibt es Tipps und Methoden, die Sie umsetzen können. Um Ihr Lesen effektiver zu gestalten. Nehmen Sie sich zum Beispiel besonders viel Zeit zum Lesen. Das bedeutet, sich eine besondere Zeit zum Lesen zu nehmen, ohne Gefahr zu laufen, unterbrochen zu werden. Sie sollten versuchen, jeden Tag mindestens ein paar Minuten mit konzentriertem Lesen zu verbringen. Mach das. Suchen Sie sich einen ruhigen, bequemen Platz zum Sitzen mit heller Beleuchtung. Es kann Ihr Schlafzimmer sein. Bereiten Sie alles vor, was Sie benötigen, bevor Sie sich setzen, zum Beispiel einen Stift, ein Notizbuch und etwas zu trinken. Was ich zum Beispiel immer mache ist, ich bringe immer eine Flasche Wasser mit, wenn ich anfange zu lesen. Oder ein Snack. Auf diese Weise muss ich mir keine Sorgen machen, in die Küche zu gehen, um etwas mitzubringen. Entscheiden Sie, wie lange Sie lesen möchten. Dies ist sehr wichtig. Man kann nicht einfach mit dem Lesen beginnen, bis einem langweilig wird. Ich meine, das können Sie, aber es ist besser zu entscheiden, wie viele Minuten oder Stunden Sie lesen möchten. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Zeit besser zu organisieren. Ich weiß, dass du arbeiten musst, daher wird dir ein Lernalltag sehr helfen. Versetzen Sie Ihre gesamte Elektronik in den lautlosen Modus oder schalten Sie sie aus und räumen Sie sie weg. Jetzt fragen Sie sich: Aber Lehrer, warum muss ich all diese Dinge tun, nur um mit dem Lesen zu beginnen? Ist es nicht besser, einfach ein Buch aufzuschlagen und mit dem Lesen zu beginnen? Nun, vielleicht verstehen Sie es deshalb nicht, wenn Sie es lesen. Wenn Sie in Ihrer eigenen Sprache lesen, funktioniert das vielleicht, aber denken Sie daran, dass Sie eine neue Sprache lernen. Wenn Sie also einen bestimmten Prozess zum Üben des Lesens haben, weiß Ihr Gehirn, wann Sie sind dabei, an Ihrem Verständnis zu arbeiten. Dadurch sind Sie schon vor dem Start konzentrierter. Das ist etwas, was viele Studierende nicht verstehen. Bitte probieren Sie es zumindest einmal aus. Was sonst?
Oh, verwenden Sie ein gutes Wörterbuch. Auch sehr wichtig. Wenn Sie ein Anfänger sind, wählen Sie ein Deutschwörterbuch, das Wörter in Ihre Muttersprache übersetzt. Es gibt auch Lernwörterbücher, die Wörter mit einfachen Begriffen erklären. Natürlich können Sie auch den Google-Übersetzer verwenden. Für fortgeschrittenere Lernende empfehle ich Verwenden eines einsprachigen Wörterbuchs, das Definitionen nur auf Deutsch und keine Übersetzungen enthält. Diese Wörterbücher zwingen Sie dazu, auf Deutsch zu denken, anstatt sich auf Ihre Muttersprache zu verlassen. Verlassen. Nur weil Sie ein gutes Wörterbuch finden, heißt das nicht, dass Sie jedes einzelne neue Wort nachschlagen sollten. Verwenden Sie Kontexthinweise. Die Verwendung von Kontexthinweisen bedeutet, dass man versucht, ein neues Wort zu verstehen, indem man sich die Umgebung anschaut. Wenn Sie beispielsweise bei einem Wort hängen bleiben, das Sie nicht kennen, schauen Sie sich den gesamten Satz an, um einen Hinweis darauf zu erhalten, was er bedeutet. Verstehst du? Hören Sie nicht auf, jedes neue Wort nachzuschlagen. Es ist schwieriger, sich auf das Lesen zu konzentrieren, wenn man es ständig unterbricht. Sie können das Wort aufschreiben und später nachschlagen. Schlagen Sie ein Wort nur nach, wenn es nicht vorhanden ist. Sie können nicht verstehen, was Sie lesen. Es wird Ihnen dabei helfen, Ihre Lesefähigkeiten erheblich zu verbessern. Wenn Sie nun Bücher und andere Texte zum Lesen auswählen, sollten Sie zwei Dinge im Hinterkopf behalten. Erstens, woran Sie interessiert sind und zweitens, Ihr Leseniveau. Vergiss das nicht. Wann immer Sie können, sollten Sie Dinge lesen, die Ihnen Spaß machen. Sie sollten auch Bücher auswählen, die auf einem Niveau liegen, das knapp über dem liegt, mit dem Sie sich am wohlsten fühlen. Warum? Sie möchten sich selbst genug herausfordern, um neue Dinge zu lernen, aber nicht so sehr, dass Sie beim Lesen frustriert werden. Um einen allgemeinen Überblick über Ihr Leseniveau zu erhalten. Anfänger sollten Dialoge lesen, kurze Lesungen über allgemeine Themen oder Kinderbücher. Fortgeschrittene Lernende können längere Texte lesen. Nachrichtenartikel und populäre Romane in einfacherer Sprache. Fortgeschrittene können fast alles lesen. Allerdings sollte man bei einigen klassischen Literaturstücken wie Shakespeares Dramen mit Vorsicht vorgehen. Jetzt werden Sie mir sagen, aber Lehrer, ich habe kein Geld, um Bücher, Artikel und solche Dinge zu kaufen. Mein Freund, du musst nichts kaufen. Es gibt viele Ressourcen im Internet. Suchen Sie sie einfach. Nun, etwas, das für mich sehr gut funktioniert hat, weil wir jetzt nicht viel Zeit haben, ist: Es ist nicht notwendig, immer ein Buch zu lesen. Ich meine, lesen ist überall, wo wir sind. Wenn Sie im Bus sind, können Sie die Fahrkarten oder diese Werbetafeln lesen. Davon gibt es viele draußen. Und viele davon sind auf Deutsch. Oder Sie lesen die Gebrauchsanweisung des Shampoos. Normalerweise werden sie in verschiedenen Sprachen verfasst. Oder Sie gehen online und lesen Nachrichten auf Deutsch. Natürlich über etwas, das Sie interessiert. Sport, Filme, Welt. Lesen Sie sowohl intensiv als auch ausführlich.
Beim intensiven Lesen versucht man, jedes Wort auf der Seite zu verstehen. Und umfangreiches Lesen bedeutet einfach, beiläufig alles zu lesen, was Sie auf Deutsch sehen. Machen Sie beides und ich bin sicher, dass Sie Ihre Lesefähigkeiten verbessern werden. Danke, Lehrer. Du hast mir sehr geholfen. Nun zum Schreiben. Ich möchte es verbessern. Hey Ward. Haha. Ich habe weitere Tipps, wie Sie Ihre Lesefähigkeiten verbessern können. Aber auch das Schreiben ist sehr wichtig. Nun, es wird auf unsere Abonnenten angewiesen sein. Das nächste Video wäre: weitere Tipps zum Lesen auf Deutsch oder zur Verbesserung Ihrer Schreibfähigkeiten. Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu liken.